willkommen. Ihr seid auf meinem Kanal Katis Diamond Story und mein Name ist Kati. Heute ist es wieder soweit. Wir schauen uns meine Häkelprojekte an. Ich habe an zwei fleißig gearbeitet und an meiner Decke, ja, da würde ich gerne eure Meinung zu haben, einfach, weil ich mir da ein bisschen unsicher bin. Ja, ich würde sagen, wir starten als erstes mit unserem Tuch. Das wird gehäkelt mit einer Vierernadel. Wer die vorigen Videos schon gesehen hat, weiß, dass ich die Nadel teste auf Wunsch von meiner Schwester. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Das Tuch, das ich am Häkeln bin, wird aus einem großen Rest von den Maschengarn gehäkelt. Es ist ein Vielfachgarn, hat knapp 1000 Meter. Hier seht ihr mal die Farbzusammenstellung. Ist 50 Baumwolle und 50 Polyacryl. Das wohnt hier in so einem kleinen Projektbeutelchen vom Teddy. Stellen wir mal gerade rüber. So, hier seht ihr mal das Tuch. Es ist nur ein Stückchen gewachsen. Ihr seht es, wir waren vorher hier sozusagen über dem Relief und noch eine Reihe Stäbchen sollten drüber kommen. Ich glaube, ich habe es euch falsch rum gezeigt, so rum ist richtig. So. Und ihr seht es, wir sind schon im Wechsel gewesen von Grau ins Fuchsia, ins Dunkle und jetzt kommt wieder eine ordentliche Portion von Pink mit dazu oder von Fuchsia. Hier seht ihr, es sind jetzt zwei Farben und dann geht es von dem Farbschema her noch einmal kräftig in das Fuchsia und dann komplett ins Schwarz. Ich denke mal, das sieht nachher ganz hübsch aus bei dem Tuch. Ja, das Tuch ist ein ganz normales oder ein ganz einfaches Muster. Erst die Stäbchen und dann dieser Granny-Style, die Maschen hier oder Muscheln. Und wie gesagt mit einmal Reliefstäbchen. Da könnt ihr euch entscheiden, ob ihr hintere oder vordere Reliefstäbchen nehmt, denn ihr könnt das Tuch ja so oder so rumtragen, wie es euch einfacher ist zu häkeln. Und ich mache das immer im Wechsel. Eine Reihe Stäbchen, einmal Relief, eine Reihe Stäbchen und dann dreimal das Muster. Ja, gefällt mir ganz gut. Ich finde es schön, ist auch schön zu arbeiten. Das ist auch für nebenher immer schön zu arbeiten am Fernseher oder so oder bei den Hausaufgaben, je nachdem. Wir waren ja hier und das Stückchen mit einer Reihe plus sozusagen auf der anderen Seite kam dazu. Die Zunahmen von meinem Tuch sind immer in der Mitte und an den Seiten, also jeweils an den Spitzen. Hier werden die Maschen zugenommen und jeweils an den Spitzen. Hier. Ja. Dann versetzen wir unseren Maschenmarkierer, damit wir die nächste Woche sehen, wie weit wir sind. Na, jetzt habe ich mich hier verhuddelt mit meinem Garn. Ja, so die Farben, also das gefällt mir schon richtig gut. Das ist auch so ein Tuch, das kann man nachher zu allem anziehen, weil halt das Grau und das dunkle Schwarz mit drin ist, finde ich. Finde ich sehr schön.
darf noch wachsen, der Knäuel darf da noch rein. So, das heißt, der erste ist schon mal erledigt. Dann kennen es vielleicht einige, ich habe ja für meine Tochter eine Decke angefangen und da bin ich halt auch immer so als Quadrat gestartet und mache das halt immer im Wechsel. Muster, 3 Reihen Stäbchen, Muster, 3 Reihen, dann wieder 3 Reihen Muster und so weiter. Und jetzt habe ich meine 3 Reihen Stäbchen gemacht und möchte jetzt wieder ein Muster machen. Ich bin mir aber bei dem Muster ja ein bisschen unschlüssig. Ich weiß nicht, was für ein Muster ich nehmen möchte. Und deswegen dachte ich, ich frage euch einmal, wie ihr das seht. Welches Muster würdet ihr denn da jetzt drauf häkeln? Ich bin mir sehr unschlüssig. Ich dachte zuerst, ich mache dasselbe Muster wie vom Tuch. Also dieses Dreier-Muster, dieses Granny-Muster. Aber ich weiß nicht. Was meint ihr denn dazu? Oder soll ich noch mal Reliefstäbchen machen? Oder soll ich die Muster jetzt einfach wiederholen, dass die Decke ein bisschen ruhiger läuft sozusagen? Ja, ich weiß es nicht. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Hier seht ihr mal die Muster im Wechsel. Ich finde es schön, dass die von dem Hellen ins Dunkle jetzt läuft. Ja, müssen wir mal gucken. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben. Ja, das oder die Decke hier häkle ich mit einer Vierernadel, weil ich 2 Knäule benutze für diese Decke. Und zwar einmal das Cotton Blend vom Gründel. Das hat 50 Baumwolle und 50 Tansil und eine Lauflänge von 2,20 Meter. Da sind jetzt schon 3 Knäule drin, am 4. bin ich dran. Und die Mitte, die so ganz hell ist hier bei der Decke, hier springt das erst über, habe ich mit dem Malibu gehäkelt. Und dazu läuft eine kleine Bobbel mit oder eine größere Bobbel mit. Das ist eine 1000 Meter Bobbel, die habe ich auch noch einmal mit derselben Wicklung. Die ist von der Miss Pipinella, die Holla die Waldfee. Die ist dreifädig mit ca. 1000 Metern, 50 Baumwolle und 50 Polyacryl. Das ist ein Etsy-Shop. Hier kommt ihr zu dem Etsy-Shop von dem QR-Code. Und ja, wie gesagt, davon habe ich noch einen. Und wenn ich das Dunkle dann drumherum habe, mache ich nachher bei dem anderen Bobbel von außen auch weiter, dass das Dunkel halt breiter ist und von dem Dunklen dann ins Helle läuft einfach. Ich dachte, das sieht ganz schön aus. Muss ich mal gerade gucken, dass ich ihn richtig, ja, ich habe ihn richtig reingestellt. Ja, das ist die Decke. Und da hätte ich auch gerne euren Rat zu, was für ein Muster man da nehmen kann. Wobei, ja, ich tendiere wirklich schon zu diesen hier. Ich denke mal, das kommt mit den Farben dann mit den Grüntönen auch ganz schön rüber. Aber ich weiß es noch nicht. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben, mir eure Meinung mitteilen. Und dann kann ich ja mal überlegen,
und wir können uns das dann nächste Woche oder übernächste Woche zusammen mal anschauen. Ja, das war die Decke und dann habe ich ja noch die Sternenjacke. Da kamen jetzt die Ärmchen dazu. Ich muss ein bisschen ziehen. Die häkle ich mit einer 3,5er Nadel. Und es ist der Bobbel der Unicatis Bobbel, das Schwesternherz mit 1000 Meter, vierfach und 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Ja, der wohnt hier in dem kleinen Rucksack. Der ist mit seinem Orange jetzt schon fast aufgebraucht. Die Bobbel hier findet ihr auch in dem Etsy-Shop von der YouTuberin Katrinchen Kirschblüte. Häkeln mit Katrinchen Kirschblüte. Da findet ihr auch die Bobbeln dazu. Also in dem Etsy-Shop von ihr. Den hat sie auf ihrem Kanal auf alle Fälle verlinkt. Wenn nicht, kann ich ihn euch auch noch mal unten verlinken. Genauso wie die Miss Pipinella. Kann ich euch auch gern verlinken. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich mein Gewerkel hier habe. Ja, so. So. Hier seht ihr es. Hier sind noch meine Zacken. Und die Ärmchen sind, oder die anderen Zacken sind zu den Ärmchen geworden. Das wird als ein Fünfeck gehäkelt, also ein Pentagon anstatt ein Hexagon. Und auch in dem Muster, ihr seht den Verlauf, der ist auch wunderschön von der Bobbel. Von dem hellen jetzt ins dunkle. Und dann geht das nachher in den Rotton und in das Lila rein. Ganz toll. Also die Bobbel ist wirklich super. Ja, hier waren wir mit unserem Handwerk und hier sind wir. Würde ich sagen, versetzen wir mal unseren Maschenmarkierer. Bei den Armen musste ich leider ein bisschen tüfteln, weil ich das nicht so hinbekommen hatte, wie ich wollte. Aber jetzt ist es gut geworden. Jetzt habe ich den Maschenmarkierer falsch aufgemacht. Jetzt war ich etwas irritiert. So, versetzen wir den. Ah, da bin ich mitten im Arm. Ich setze den ja, entweder ein bisschen weiter vorne oder hinten. Ach nee, wir setzen den gleich richtig. Fertig. Na. So. Da sind wir jetzt. Also mitten im Arm. Dann seht ihr, unser Rückenteil ist schon mal so weit, so gut. Und jetzt wird halt fleißig zugenommen, bis mir das hier oben am Hals in Ordnung ist. Und dann wird vorne gemacht. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Denn wie gesagt, bei den Ärmchen hier musste ich jetzt auch ein bisschen tüfteln, bis ich das so hatte, wie ich es gern wollte. Ja, das war sozusagen meine ganze Handarbeit von der Woche, obwohl wir könnten es ja eigentlich liegen lassen. Mehr war jetzt nicht dabei, obwohl ich finde, es ist in Ordnung. Also, das ist schon okay. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr möchtet natürlich nur. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar da lassen. Über ein kostenloses Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Habt noch einen schönen Samstag. Bis zum nächsten Samstag. Macht's gut. Tschüss.